Börsenradio Network AG. Quartalsbericht. Ja, mein Name ist Marc Becks, ich bin CFO der Masterflex.de mit Sitz in Gelsenkirchen. Ja, Marc Becks, der Mann, der den Spruch geprägt hat, willst du Gott zum Lachen bringen, dann mache einen Plan. Und der hat einen Plan gemacht für 2023, hat die Prognose ausgegeben, Wachstum beim Umsatz auf 103 bis 110 Millionen Euro, beim operativen EBIT auf 11 bis 14 Millionen und das war deutlich mehr als geplant. Ja, ein Rekordjahr wäre das und wir wollen gemeinsam jetzt herausarbeiten, wer dann am Ende des Tages am meisten lacht. Zum Halbjahr haben Sie die Wachstumsprognose, den Wachstumskurs bestätigt, damit auch die Prognose für das Gesamtjahr. Umsatz plus jetzt im Halbjahr 7,3% auf fast 53 Millionen, die Marge knapp 13%. Wo kommt denn das Mehr an Umsatz jetzt, ich will nicht sagen auf einmal, aber wo kommt es denn her? Also Teil des Umsatzes kommt natürlich aus den erfreulichen Wachstumsfeldern Medizintechnik, Labor, Food, Pharma, Luftfahrt auch sehr stark bei uns. Das ist ja schon seit Jahren sozusagen nach der Corona-Krise, dass dort ordentlich Rückenwind ist. Und ein Teil kommt natürlich auch daher, dass wir uns in 2023 auf einem anderen Preisniveau finden, als noch damals in 2022 waren, wenn wir uns jetzt mit 2022 vergleichen. Also eine Mischung aus Preiseffekten und Volumeneffekten, insbesondere in den Life-Science-Industrien sozusagen. Also Volumen und Preise klingt natürlich zunächst einmal positiv. Jetzt schreiben Sie aber sofort in der Halbjahresaussendung, ja, da sind rezessive Tendenzen in zyklischen Branchen. Welche Branchen sind denn das jetzt in Ihrem Fall? Ja, wir liefern ja auch durchaus stark in den Maschinenbau rein, auch an Händler, die dann weiter in den Maschinenbau reinliefern. Automobilindustrie sind wir ja auch dabei, auch wenn das jetzt nicht am Antriebsstrang hängt, sondern wir da viel in der Sitzverstellung machen. Und man muss ja eigentlich nur die Zeitung aufschlagen und sieht, was ist Eingang Maschinenanlagenbau minus, 20%. Und was auch immer. Und das sehen wir bei uns auch. Ich denke, die Masterflex ist so ein ganz gutes Barometer dafür, wie es so in der Wirtschaft aussieht. Parallel dazu ist auch ein bisschen unser Geschäft in Amerika, insbesondere dort, wo wir in den Lüftungsbereich, in den Gebäuden reingehen, etwas hinten dran, auch hinter Vorjahr, was auch daran liegt, dass die Zinsen stark gestiegen sind und sozusagen Investitionen in den Wohnungsbau momentan auch eher zurückgehen. Und insofern ist das so ein sehr, sehr gemischtes Bild, was wir dieses erste Halbjahr 2023 sehen. Also ich habe gelernt die Tage, dass die Unternehmen oder die Zahlen der Unternehmen zur Kenntnis genommen werden, sage ich mal so ganz vorsichtig, dass man aber immer ganz genau hinschaut, was sagen die denn in Richtung Zukunft? Und da ist es auch ein gemischtes Bild. Die einen sagen, oh, ich sehe überhaupt nichts von der Rezession auf uns zukommen. Die anderen sagen, ja, wir sind vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Deswegen auch an Sie die Frage. Was Sie jetzt gerade beschrieben haben, sind das so ein paar Wolken? Sind es vielleicht dunkle Wolken? Sind es vielleicht dunkle Wolken am gesamten Konjunkturhimmel, die da auf uns zukommen? Immerhin, ich habe auch gesehen, Sie schrauben das Eigenkapital nach oben. Das könnte jetzt auch irgendwie interpretiert werden, als da macht jemand seinen Laden wetterfest. Also ich glaube, wir sind schon ziemlich wetterfest. Also noch eine Tür brauchen wir da, glaube ich, jetzt nicht wirklich. Oder irgendwie die Fenster vernageln oder sonst was. Ich denke nicht. Klar ist man im Investitionsverhalten sicherlich jetzt ein bisschen konservativer unterwegs. Und wie man so schön sagt, hält sein Pulver trocken. Und Rezession ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Wir liefern in sehr, sehr viele Branchen rein. Das ist, je nachdem, wie man die jetzt definiert, wirklich ein sehr uneinheitliches Bild bei uns. Das ist aber auch eine Stärke. Das heißt, wenn ein Standbein schwächelt, ist ein anderes dafür da, das aufzufangen. Erinnern Sie sich an die Luftfahrtindustrie während Corona minus 30%. Da lagen wir so ziemlich am Boden, was das angeht. Und jetzt können wir uns vor Aufträgen quasi gar nicht retten und wissen gar nicht, wie wir die ganzen Aufträge abarbeiten sollen. Also insofern würde ich sagen, sehr heterogenes Bild. Ich denke, es wird sehr stark davon abhängen, wie die politischen Entscheidungen auch in den nächsten Monaten, Quartalen aussehen. Denn was so ein bisschen fehlt, gerade im deutschen Markt, wo wir ja durchaus sehr stark vertreten sind, über 40% des Umsatzes machen wir in Deutschland, fehlt so ein bisschen die Aufbruchsstimmung. Und ich glaube, das brauchen wir schon. Zurückfahren der Überbürokratisierung, die wir haben, mehr Aufbruchsstimmung, mehr mal die Fesseln bei den Unternehmen lösen. Das wäre, glaube ich, für Deutschland sehr wichtig. Und insofern dunkle Wolken würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube jetzt eher noch momentan von der Delle. Bei uns ist auch der Auftragseingang weiterhin sehr robust. Klar läuft Medizintechnik
besser als Maschinenbau vom Auftragseingang her. Insofern würde ich jetzt wirklich nicht von dunklen Wolken sprechen, aber wir müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht durch falsche politische Entscheidungen irgendwie weiter in eine Krise reinrücken, sondern ein bisschen Aufbruchstimmung täte auch der deutschen Wirtschaft gut, auch etwas Optimismus. Und daran arbeiten wir für uns, soweit wir das können. Aber ich glaube, gesamtpolitisch wäre das für Deutschland auch mal sehr wichtig. Aber Sie stimmen jetzt nicht das Tristesse-Lied an vom Deutschland als kranken Mann Europas? Würde ich jetzt momentan noch nicht so tun, aber ich hoffe, dass wir uns da nicht hinentwickeln. Also das hatten wir ja so in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren so ein bisschen, dass Deutschland der kranke Mann Europas war. Es gibt mittlerweile, wenn man die Tageszeitungen aufmerksam liest, ja viele warnende Stimmen. Und ich glaube, das ist auch notwendig. Gerade der Mittelstand leidet gerade. Und meine Zuversicht ist schon noch da, dass die Politik da auch zuhört, diese Themen aufgreift und wir nicht zum kranken Mann Europas werden. Aber wir befinden uns so ein bisschen auf dem Weg dahin. Aber das sind jetzt natürlich politische Diskussionen und die können wir auch relativ wenig beeinflussen. Wichtig ist, dass wir unsere Arbeit machen, dass wir auf uns schauen und auch dort dann tätig sind, wo wir vielleicht nicht ganz so konjunkturanfällig sind. Dann machen wir auch das, verlassen die leichte politische Diskussion, schauen uns weiter die Zahlen an. Umsatz hatten wir uns angeschaut, jetzt die Ergebnisseite. Also auf den ersten Blick steigt das operative EBIT nur marginal, also von 6,7 auf 6,8 Millionen Euro. Sie beschreiben in diesem Zusammenhang einen Sondereffekt. Welcher ist das und in welcher Größenordnung? Wir haben ja eine durchaus ertragsreiche Tochter, die APT, Polymer Tubing, die im Fluorpolymerbereich unterwegs ist. Und die hat Ende letzten Jahres, ist die umgezogen von Neuss nach Düsseldorf und hat gleichzeitig ein ERP-System eingeführt. Und das war so in der Gleichzeitigkeit Ereignis vielleicht ein bisschen zu viel für so ein eher kleines Unternehmen. Und darüber hinaus wurden dann dort die Preiserhöhungen, die sich auf der Rohmaterialseite zeigten, etwas später in den Markt weitergegeben, als es bei uns ein bisschen üblich ist. Es war halt einfach, die waren an der Grenze der Belastung oder vielleicht sogar darüber hinaus. Und das wird jetzt nachgeholt. Insofern ist das für uns sozusagen ein Effekt, der jetzt im ersten Halbjahr negativ reinschlägt, also eine APT in Normalform, wie man im Fußball sagen würde, hätte unser Ergebnis noch deutlich positiver gestaltet. Und wir holen das jetzt sozusagen in der zweiten Jahreshälfte nach. Da wird sich das Ergebnis, denke ich, jetzt drehen. Da schauen wir positiv. Der Umsatz bei der APT ist schon gestiegen. Das heißt, die machen auf der Umsatzseite, die Topline ist da total okay. Aber durch die ganz, ganz hohe Belastung, die wir dort hatten, auch im Management, müssen wir jetzt ein paar Dinge, die in den letzten 6 bis 9 Monaten liegen geblieben sind, aufholen. Aber das wird uns gelingen und so werden wir das zweite Halbjahr bei der APT durchaus positiv gestalten. Wie sieht das große Gesamtbild aus? Ich fasse mal kurz zusammen. Nach den gestörten Corona-Lieferketten kam dann das Pendel in die andere Richtung, der große Lageraufbau bei den Kunden, die im Prinzip alles bestellt haben, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Anschließend dann, weil die Lager ja voll waren, eine Bestellflaute. Also so entnehme ich das oder so empfinde ich das große Bild bei Lieferanten und bei entsprechenden Kunden. Wie ist denn die Lage jetzt momentan bei Ihnen? Hat sich dieses Pendel wieder ausgeschwungen? Das ist auch ein Teil der Geschichte, wo wir im zweiten Quartal so ein bisschen in eine Delle gekommen sind, zumindest was bei uns so diesen klassischen Industriebereich angeht. Da ist das Bild, was Sie eben gezeichnet haben, komplett richtig. Wir merken schon wieder ein erhöhtes Bestellverhalten. Also die ersten 3 Wochen im Juli war der Auftragseingang schon wieder höher als im Durchschnitt der ersten 26 Wochen. Also hat man schon wieder so ein bisschen gespürt. Jetzt kommen noch so ein bisschen Sommermonate, die Bayern, Baden-Württemberg, die wirtschaftskräftigen Bundesländer in Deutschland sind jetzt im Urlaub. Da ist klassisch so, dass da immer noch mal so eine kleine Delle kommt. Aber wir blicken schon durchaus zuversichtlich in den Herbst. Eine richtige Delle haben wir nicht gesehen. Aber das, was Sie beschreiben, ist auch ein Effekt, den wir zumindest in Teil unseres Geschäftes gesehen haben. Das passiert übrigens auch in der Medizintechnik zum Teil, weil auch dort ja manche Artikel lagervorrätig gehalten werden. Manchmal werden die Lager voll gemacht, dann wieder geleert. Also dann kriegt man auch so gewisse Wellenbewegungen in der Medizintechnik mit. Und insofern blicken wir da schon positiv auch ins 3. Quartal, auch ins 4. Quartal, aber auch mit der notwendigen Vorsicht, denn auch wir sind logischerweise von der Topline, dem Umsatz abhängig, auch ergebnisseitig. Und schauen wir mal,
Bezogen auf die Lieferketten, denke ich, hat sich vieles auch normalisiert, aber es ist nicht stressfrei. Also es gibt immer wieder Materialien, die Knappheiten haben. Und insofern, das, was Sie über die Lieferanten jetzt sozusagen gesagt haben, findet man bei uns auch. Dann Effekt, wollte ich fragen, ob Sie den auch kennen oder schon kennengelernt haben. Die Zahlungsmoral der Kunden. Da höre ich in Interviews zunehmend, dass die höheren Zinsen derzeit dazu verlocken, diese Zahlungsziele auszureizen oder teilweise auch überzureizen. Das erhöht dann auf der Lieferantenseite das Working Capital relativ deutlich. Haben Sie das auch schon irgendwo entdeckt, diesen Effekt? Bei uns eigentlich nicht sehr stark. Passiert natürlich bei einzelnen Kunden immer mal wieder. Aber wir sind da auch relativ eng auch dran, im Prinzip die Zahlungsmoral einzuholen. Bei uns ist das Geschäft ja relativ kleinteilig. Das heißt, wir schreiben viele Rechnungen am Tag. Insofern ist auch die Rechnungsgröße eher klein. Insofern fallen wir sicherlich bei unseren Kunden dann auch nicht wirklich darunter. Also wir sehen das jetzt noch nicht. Also unsere Days Sales Outstanding, wie man so in Neudeutsch immer sagt, sind eigentlich auf einem stabilen, gleichbleibenden Niveau. Masterflex und Remondis arbeiten zusammen. Das sind ja die, ich sag's mal ganz platt, die Müllabfuhr, zumindest bei uns ist das so, machen und gerade hier sich um die gelben Säcke kümmern. Masterflex und Remondis, wie arbeiten Sie zusammen und vor allen Dingen warum? Warum ist, glaube ich, momentan noch die zentralere Frage als das Wie, weil sich das gerade erst entwickelt. Wir sind ja vor Jahren gestartet, auch unsere Schlauchlandschaft zu digitalisieren, wo wir dann im Prinzip mit Digitallösungen für Schläuche, mit Verschleißmessung und so weiter gestartet sind. Darüber haben wir in den letzten Jahren viele, viele Daten, auch was die Schlauchnutzung angeht, gesammelt. Und über die Jahre hinweg, das ist ja oft so, eine neue Technologie beginnt, ändert sich auf einmal so der Fokus dessen, wo man hinarbeitet, und haben dann gedacht, eigentlich ist dieses Thema Kreislaufwirtschaft ja für die Kunststoffindustrie sehr, sehr spannend. Und wir haben dafür schon die App, die sowas regeln kann. Wir sind natürlich nur keine Experten in der Entsorgung, und damit kamen sozusagen auch die Gespräche mit Remondis, die ja weltweit einer der größten Entsorger sind, und somit kamen die Gespräche zustande. Natürlich ist der Schlauchmarkt, insbesondere der Spezialschlauchmarkt, nicht derjenige, der den meisten Schrott im Rahmen von Recycling macht, aber über so eine App kann man natürlich dann ganz viele auch Unternehmen damit reinholen, wenn man dann die IT dazu hat. Und damit kam sozusagen das in Gange, denn wir wollen unser Leistungsangebot nicht nur auf den Schlauch reduzieren, sondern quasi über den gesamten Lebenszyklus eines Schlauches. Und dadurch, dass wir Hochleistungskunststoffe verarbeiten, die man auch wieder sehr, sehr gut recyceln und wieder neu einsetzen kann in den Produktionsprozess, ist das für uns natürlich dann schon eine spannende Geschichte, sich einen Partner zur Seite zu holen, mit dem man dann auch sozusagen diesen zweiten Lebenskreislauf sozusagen gemeinsam gestalten kann. Haben Sie da auch schon mal so grobe Rechnungen gemacht, Pi mal Fensterkreuz, was man da einsparen kann? Also Gedanken haben wir uns schon gemacht. Wir setzen ja auch eigenes recycelfähiges Material in der Produktion ein. Beim Anlauf von Extrusionsmaschinen entsteht am Anfang, in der Kostenrechnung würde man sagen, Anfahrausschuss oder Anfahrschrott, den wir dann sozusagen auch bei uns wieder einsetzen in den Maschinen. Und das bringt schon durchaus eine vernünftige Ersparnis. Wie wir das jetzt in der Kreislaufwirtschaft machen, haben wir noch nicht exakt definiert. Das hängt natürlich dann auch an den Schläuchen, der Schlauchqualität und der Wiederverwertbarkeit der Schläuche zusammen. Da sind wir noch nicht so weit. Wichtig für uns ist auch, dem Kunden sozusagen ein zusätzliches Angebot anzubieten, auch gewisse Dienstleistungen, dass wir ihm den Schrott abholen und den Ausschuss, den er hat, beziehungsweise die gebrauchten Schläuche abzuholen. Das wird eine Zusatzleistung sein, die wir heute noch nicht anbieten. Nochmal ganz kurz gedanklich zu Beginn des Interviews. Die bestätigte Prognose. Sie schreiben jetzt, wir liegen im Plan und steuern auf ein weiteres sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zu. Vielleicht mit so einem kleinen Augenzwinkern. Den Begriff Rekordjahr vermeiden Sie bewusst? Vermeiden wir bewusst, weil wir das Jahr vielleicht auch, wir haben rezessive Thematiken und vielleicht auch dann so ein Jahr nicht überhöhen muss. Um ehrlich zu sein, wenn wir es dieses Jahr schaffen, etwas zu wachsen, trotz rezessiver Elemente, wenn wir es schaffen, was wir momentan auch stark annehmen, die EBIT-Marge zu halten oder sogar auszubauen, sind wir als Management auf dieses Jahr vielleicht sogar noch stolzer als auf letztes Jahr, wo es
ich will nicht sagen einfacher war, aber so eine gewisse Eigendynamik entwickelt hat. Und dieses Jahr, wo wir ordentlich Gegenwind auch im Teil unseres Geschäftes spüren, wenn wir das dann trotzdem schaffen, unsere Ziele zu erreichen, macht einen das vielleicht noch stolzer. Vielleicht kann man auch sagen, dass die Meisterschaft von Bayern München so knapp am letzten Spieltag wahrscheinlich mehr Emotionen freisetzt, als wenn man mit 20 Punkten Vorsprung schon 7 Spieltage vor Schluss die Meisterschaft gewinnt. Und ich glaube, so könnte sich dieses Jahr auch anfühlen. Aber wichtig ist, dass wir das zweite Halbjahr auch bestätigen und den Trend weiter voranschreiben. Also insofern, die Wahrheit ist auf dem Platz und im Dezember spätestens werden wir es dann wissen. Der Finanzverstand von Masterflex, Marc Becks. Danke fürs Interview. Ich danke Ihnen. Börsenradio Network AG.